Haben Sie auch so einen? Ich kann auf ihn und ehrlich gesagt auf meine anderen Sachen nicht mehr verzichten. Aber haben Sie sich mal gefragt, wo dieses ganze Zeug herkommt und was daraus wird, wenn wir es wegwerfen? Ich habe mal in einem Buch nachgelesen. Danach durchlaufen alle Dinge einen Prozess. Von der Rohstoffgewinnung über die Produktion, den Vertrieb und den Konsum bis hin zur Entsorgung. Das Ganze nennen wir Materialwirtschaft. Aber ich wollte es genauer wissen. Also bin ich 10 Jahre lang um die Welt gereist, um herauszufinden, woher unsere Produkte kommen und was aus ihnen wird. Und wissen Sie was? Das ist nicht die ganze Geschichte. Vieles bleibt hier unberücksichtigt. Auch wenn das erstmal gut aussieht und einleuchtet. Tatsächlich steckt dieses System in der Krise. Es ist nämlich ein lineares System. Aber unsere Erde ist begrenzt und man kann ein lineares System auf einem begrenzten Planeten nicht endlos betreiben. Jede Stufe hier beeinflusst unsere Wirklichkeit und umgekehrt. Das ist kein geschlossenes theoretisches Modell. Es interagiert mit Gesellschaften, Kulturen, der jeweiligen Wirtschaft, der Umwelt und stößt dabei ständig an Grenzen. Grenzen, die in diesem Schema einfach fehlen. Also versuchen wir mal, die Lücken zu füllen. Vor allem fehlen die Menschen. Sie leben und arbeiten in allen Bereichen dieses Systems. Einige sind wichtiger als andere und haben mehr zu sagen. Und wer ist das? Zuerst einmal die Regierung. Man könnte sie in vielen Ländern durch einen Panzer symbolisieren, auch in den USA, denn über 50% ihrer Staatsausgaben kommen dem Militär zugute. Ich wähle trotzdem lieber einen Menschen, weil ich an der Vorstellung festhalte, dass die Regierung aus dem Volk, durch das Volk und für das Volk handelt. Es ist ihre Aufgabe, für unser Wohlergehen zu sorgen. Dann sind da noch die Konzerne. Sie wirken mächtiger als Regierungen, denn sie sind mächtiger. Unter den 100 weltweit größten Wirtschaftsmächten finden sich 51 Konzerne. Je mächtiger sie wurden, desto mehr haben die Regierungen sich verändert. Sie nehmen deren Interessen wichtiger als unsere. Aber sehen wir mal, was hier noch fehlt. Fangen wir an mit der Gewinnung, was besser klingt als Ausbeutung natürlicher Ressourcen, was besser klingt als Verwüstung der Erde. Das geht so. Wir roden Wälder, sprengen Berge zur Metallgewinnung, verbrauchen das ganze Wasser und rotten die Tiere aus. Hier stoßen wir an unsere erste Grenze. Uns gehen die Rohstoffe aus. Wir verbrauchen zu viel. Niemand hört das gerne, aber es ist die Wahrheit. Deshalb müssen wir handeln. Allein in den letzten 3 Jahrzehnten wurde 1/3 der weltweiten Rohstoffvorkommen verbraucht. Durch unsere massiven Eingriffe in die Natur erschweren wir uns zunehmend unser eigenes Überleben. In den USA sind weniger als 4% der ursprünglichen Waldbestände erhalten. 40% der Wasserwege sind mittlerweile als Trinkwasser ungenießbar. Wir verbrauchen nicht nur zu viel, sondern mehr, als uns im Vergleich zusteht. Die USA machen 5% der Weltbevölkerung aus, haben aber einen Anteil von 30% am Verbrauch der Ressourcen und an der Abfallproduktion. Wäre der Verbrauch überall so hoch wie in den USA, bräuchten wir 3 bis 5 Planeten. Aber wir haben nur einen einzigen. Die USA reagieren auf diese Einschränkung, indem sie sich bei anderen bedienen. Das ist die dritte Welt, die manche für unser Eigentum halten, das sich auf fremdes Land verirrt hat. Was passiert? Die gleiche Zerstörung der Natur. 75% der Weltfischgründe werden stark be- oder sogar überfischt. 80% der ursprünglichen Waldbestände sind verschwunden. Im Amazonasgebiet verlieren wir 2000 Bäume pro Minute. Das entspricht 7 Fußballfeldern. Und was geschieht mit den Menschen dort? Diesen Herren zufolge gehören ihnen die Ressourcen nicht, selbst wenn sie dort seit Generationen leben. Sie verfügen nicht über Produktionsmittel und sie kaufen nicht viel. Und in diesem System gilt, wenn du nichts besitzt und nichts kaufst, dann bist du auch nichts wert. Darauf folgt die Produktion. Dabei nutzen wir Energie, um aus giftigen Chemikalien und natürlichen Rohstoffen schadstoffbelastete Produkte herzustellen. Über 100.000 synthetische Stoffe werden heute im Handel eingesetzt. Wenige wurden auf ihre Gesundheitsschädlichkeit getestet, kein einziger auf die Wechselwirkungen mit all den anderen Stoffen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Auch wenn wir die Schadstoffwirkung auf unsere Gesundheit und Umwelt nicht annähernd verstehen, ist eines sicher: Gift rein, Gift raus.
Durch den Einsatz von Schadstoffen in der Produktion bringen wir sie mit den Produkten in unser Haus, an den Arbeitsplatz, in die Schule und auch in unseren Körper. Wie die BFR bromierte Brandhämmer, die die Brennbarkeit von Materialien herabsetzen, die jedoch als hochgiftige Nervengifte das Gehirn schädigen können. Wieso verwenden wir sie dann überhaupt? Wir setzen sie in Computern, elektrischen Geräten, Sofas und sogar manchen Kopfkissen ein. Wir tränken unsere Kissen in Nervengift, um dann zu Hause jede Nacht 8 Stunden darauf zu schlafen? Eigentlich sollte es genug kluge Köpfe geben, denen etwas Besseres einfällt, um unsere Köpfe im Schlaf davor zu schützen, Feuer zu fangen. Diese Gifte sammeln sich erst in der Nahrungskette und dann in unserem Körper an. Raten Sie mal, welches Nahrungsmittel am stärksten mit Giftstoffen belastet ist. Die Muttermilch. Damit sind wir an einem Punkt angekommen, an dem die Kleinsten unserer Gesellschaft, unsere Säuglinge, die höchste Giftdosis ihres Lebens über die Muttermilch zu sich nehmen. Kann es etwas Schlimmeres geben? Stillen sollte als die natürlichste Ernährungsweise gelten und darum besonders sicher sein. Stillen ist immer noch das Beste für das Kind und Mütter sollten dabei bleiben. Aber es müssen Schutzmechanismen geschaffen werden. Durch uns und durch sie. Den schlimmsten Belastungen durch diese Gifte sind natürlich die Fabrikarbeiter ausgesetzt. Darunter viele Frauen im gebärfähigen Alter, die mit fruchtbarkeitsschädigenden und krebserregenden Stoffen arbeiten. Welche Frau im gebärfähigen Alter würde freiwillig ihren Nachwuchs gesundheitsschädlichen Stoffen aussetzen, wenn sie eine Wahl hätte? Das ist das Schöne hieran. Durch die Zerstörung der Umwelt und Wirtschaft vor Ort ist ein verlässlicher Nachschub an Menschen gesichert, die keine Wahl haben. Weltweit wandern täglich 200.000 Menschen aus ihrer angestammten Heimat in die Städte ab. Viele leben in Slums, auf der Suche nach Arbeit, egal wie gesundheitsschädlich sie ist. Also werden nicht nur Rohstoffe, sondern auch Menschen ausgebeutet. Ganze Gemeinden sind betroffen. Gift rein, Gift raus. Viele Gifte verlassen die Fabriken in Produkten, aber noch mehr in Form von Nebenprodukten und Umweltverschmutzung. In den USA gibt die Industrie zu, über 1,8 Millionen Tonnen Giftstoffe pro Jahr freizusetzen. Tatsächlich dürften es deutlich mehr sein, als sie zugeben. Das ist also eine weitere Grenze. Wer will schon diese ganzen giftigen Chemikalien sehen und riechen? Also verlegen sie die dreckigen Fabriken ins Ausland, vergiften anderer Leute Land. Ein Großteil dieser Luftverschmutzung wird zudem durch Windströmungen zurückgetragen. Was geschieht als nächstes mit diesen Produkten? Sie kommen in den Vertrieb, was bedeutet, dass der schadstoffbelastete Müll schnellstmöglich verkauft werden soll. Ziel ist es, mit niedrigen Preisen die Käufer zu animieren und ständig Nachschub zu liefern. Die niedrigen Preise werden durch niedrige Löhne und Einsparungen bei der Krankenversicherung finanziert. Die Kosten werden ausgelagert. Das heißt, die tatsächlichen Produktionskosten werden nicht durch den Verkaufspreis gedeckt. Kurz gesagt, wir bezahlen nicht für das, was wir kaufen. Darüber habe ich erst neulich nachgedacht. Um auf dem Weg zur Arbeit die Nachrichten hören zu können, ging ich in ein Geschäft und kaufte ein kleines grünes Radio für 4,99 €. Als ich an der Kasse wartete, fragte ich mich, wie diese 4,99 € überhaupt die Kosten von Herstellung und Transport decken können. Das Metall stammt vermutlich aus Südafrika, das Erdöl aus dem Irak, das Plastik aus China und zusammengebaut hat es vielleicht ein 15-Jähriger in Mexiko. 4,99 € decken nicht einmal die Lagerkosten. Von dem Lohnanteil des Verkäufers, den Transportkosten der Einzelteile auf Frachtschiffen und LKWs, ganz zu schweigen. Da ich also nicht für das Radio zahle, wer zahlt dann? Die Menschen hier bezahlen mit dem Verlust ihrer Rohstoffe. Die bezahlen den Verlust sauberer Luft mit erhöhten Asthma- und Krebsraten. Kinder im Kongo zahlen mit ihrer Zukunft. 30% gehen vorzeitig von der Schule ab, um Coltan zu schürfen. Ein Metallerz, das für billige Wegwerfelektronik benötigt wird. Und die hier müssen sich selbst um ihre Krankenversicherung kümmern. Auf jeder Stufe zahlen andere mit drauf, damit ich dieses Radio für 4,99 € haben kann und das taucht in keiner Kalkulation auf. Das meinte ich mit der Auslagerung der tatsächlichen Kosten durch die Unternehmer. Damit kommen wir zum goldenen Pfeil des Konsums.
dem Herzen, das das System antreibt und dessen Schutz höchste Priorität für diese beiden Herren hat. Als nach dem 11. September die USA unter Schock standen, forderte Präsident Bush das Land nicht zum Trauern, Beten, Hoffen oder Ähnlichem, sondern zum Kaufen auf. Zum Kaufen! Wir wurden zu einer Nation von Konsumenten und sehen uns nicht in erster Linie als Mütter, Lehrer, Bauern, sondern als Konsumenten. Unser Wert misst und zeigt sich vornehmlich daran, wie viel wir zu dem Pfeil beitragen, also wie viel wir konsumieren. Wir kaufen und kaufen unentwegt und halten so den Warenfluss am Laufen. Schätzen Sie mal, wie viel Prozent der Rohstoffe aus diesem Schema 6 Monate nach ihrem Verkauf in Nordamerika noch in Produkten vorhanden oder in Gebrauch sind. 50%? 20%? Nein, 1%. Demnach werden 99% der Dinge, die wir ernten, abbauen, verarbeiten und transportieren, also die das System durchlaufen, innerhalb von 6 Monaten zu Müll. Wie kann dieser Planet, der so ausgebeutet wird, überhaupt überleben? Es war nicht immer so. Der Pro-Kopf-Verbrauch in den USA hat sich in den letzten 50 Jahren verdoppelt. Zu Großmutters Zeiten galten Verantwortung, Einfallsreichtum und Sparsamkeit noch als Tugenden. Was ist also passiert? Was passiert ist, war kein Zufall, sondern es war geplant. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich diese Herren überlegt, wie man die Wirtschaft wieder ankurbeln kann. Einzelhandelsanalyst Victor Lebeau beschrieb die Lösung, die zur Norm für das ganze System wurde. Unsere enorm produktive Wirtschaft erfordert es, dass der Konsum als Ritual unser Leben bestimmt und wir unsere geistige Erfüllung und Befriedigung im Konsum finden. Wir müssen immer schneller konsumieren, verbrauchen, ersetzen und wegwerfen. Präsident Eisenhowers Wirtschaftsberater sah den Hauptzweck der amerikanischen Wirtschaft darin, mehr Konsumgüter zu produzieren. Eine erhöhte Konsumgüterproduktion sollte absoluten Vorrang vor dem Gesundheitssystem oder der Bildung, sicheren Transportmitteln, nachhaltiger Entwicklung oder Gerechtigkeit haben. Konsumgüter? Wie konnten sie uns nur dafür begeistern? Die 2 wirkungsvollsten Strategien sind der kalkulierte Wertverlust und der gefühlte Wertverlust. Kalkulierter Wertverlust steht für produziert für die Müllhalde. Sie machen die Dinge möglichst kurzlebig, damit wir sie durch neue ersetzen, was noch bei Plastiktüten und Kaffeebechern einleuchtet, aber mittlerweile auch für große Sachen wie Mobs, DVDs, Kameras, Grills, selbst Computer gilt. Die Technologie ändert sich so schnell, dass ein neuer Computer nach nur wenigen Jahren schon wieder veraltet und nicht mehr kompatibel ist. Aus Neugier habe ich mal einen Blick in ein Computergehäuse geworfen und festgestellt, dass sich von Jahr zu Jahr nur ein kleines Teil ändert, das man aber nicht einfach austauschen kann, da jede neue Version eine andere Form hat und man daher den ganzen Computer durch einen neuen ersetzen muss. In Zeitschriften für Industriedesign aus den 50ern, als der kalkulierte Wertverlust aufkam, diskutieren Designer ganz offen, wie sie es schaffen können, dass ein Produkt möglichst schnell kaputt geht, ohne dass der Verbraucher das Vertrauen verliert und beim nächsten Kauf zu einem anderen Hersteller wechselt. Dass Produkte kaputt gehen, reicht jedoch allein nicht aus, um diesen Pfeil in Bewegung zu halten. Deshalb gibt es den gefühlten Wertverlust. Damit überzeugt man uns, Dinge wegzuwerfen, die eigentlich noch gut zu gebrauchen sind. Wie funktioniert das? Indem das Produktdesign regelmäßig geändert wird, kann jeder sofort erkennen, ob sie in der letzten Zeit etwas zum Konsumpfeil beigetragen haben oder nicht. Da wir über unseren Konsum zeigen, was wir sind, kann das peinlich werden. Ich arbeite seit 5 Jahren am gleichen klobigen Bildschirm, während meine Kollegin einen neuen Computer mit einem glänzenden, modernen Flachbildschirm hat, der zu ihrem Computer, ihrem Telefon und sogar ihrem Stifthalter passt. Bei ihr sieht es aus wie in der Zentrale eines Raumschiffs und bei mir, als hätte ich eine Waschmaschine auf meinem Schreibtisch. Mode ist ein anderes gutes Beispiel. Wieso wechseln die Schuhabsätze ständig von Plateau zu Keilabsatz und im folgenden Jahr wieder zu Plateauabsatz? Es geht nicht darum, welcher Absatz am gesündesten für Frauenfüße ist. Plateauabsätze in einem Keilabsatzjahr zeigen, dass man in letzter Zeit nichts zum Konsumpfeil beigetragen hat und man damit nicht so viel wert ist wie die Trägerinnen von Keilabsätzen. Es geht nur darum, uns zum Kauf neuer Schuhe zu bewegen. Werbung und die Medien im Allgemeinen spielen dabei eine große Rolle. Jeder Amerikaner ist über 3000 Werbebotschaften am Tag ausgesetzt und sieht damit in einem Jahr mehr als die Menschen vor 50 Jahren in ihrem ganzen Leben.
Der einzige Zweck der Werbung besteht doch darin, uns unglücklich zu machen. 3000 Mal am Tag heißt es verkehrte Frisur, verkehrte Haut, verkehrte Kleidung, verkehrte Möbel, verkehrtes Auto. Wir sind verkehrt. Aber alles wird gut, wenn wir nur einkaufen gehen. Die Medien helfen uns, das Ganze hier und das Ganze hier auszublenden. Von der Materialwirtschaft sehen wir also nur den Kauf. Die Rohstoffgewinnung, Produktion und Entsorgung findet außerhalb unseres Blickfeldes statt. In den USA besitzen die Menschen mehr als je zuvor, aber Umfragen zufolge sinkt die nationale Zufriedenheit stetig. Sie hatte ihren Höhepunkt in den 50er Jahren, als der Konsumrausch explodierte. Seltsamer Zufall, oder? Ich glaube, ich weiß warum. Wir besitzen mehr, aber haben weniger Zeit für das, was uns wirklich glücklich macht. Freunde, Familie, Freizeit. Wir arbeiten schwerer denn je und verfügen laut einigen Analysten über weniger Freizeit als noch zu Zeiten der Feudalgesellschaft. Und was sind die beiden Hauptbeschäftigungen unserer knappen Freizeit? Fernsehen und Einkaufen. Amerikaner verbringen 3 bis 4 Mal mehr Zeit mit Einkaufen als Europäer. Da haben wir vielleicht sogar 2 Jobs, lassen uns erschöpft zu Hause auf unsere neue Couch sinken, sehen fern und die Werbung sagt uns, du bist ein Niemand. Also muss man einkaufen, damit man sich besser fühlt, mehr arbeiten, um für das Gekaufte zu zahlen. Und man wird noch müder und sieht noch mehr fern, bis man wieder einkaufen geht. Und wir sind in diesem Arbeiten, Fernsehen, Geld ausgeben, Teufelskreis gefangen. Dabei könnten wir einfach aufhören. Und was wird aus all dem Zeug, das wir kaufen? Für diese Mengen haben wir einfach nicht genug Platz, obwohl sich die durchschnittliche Hausgröße seit den 70ern verdoppelt hat. Es landet alles auf dem Müll. Damit kommen wir zur Entsorgung. Diesen Teil der Materialwirtschaft kennen wir alle gut, denn wir schleppen die Mülltonne selbst an den Straßenrand. Jeder Amerikaner erzeugt 2 Kilo Abfall pro Tag. Das ist doppelt so viel wie noch vor 30 Jahren. Der ganze Müll wird entweder auf einer Halde abgeladen, die nur ein großes Loch in der Erde ist, oder noch schlimmer, er wird erst verbrannt und dann auf einer Halde abgeladen. Was auch immer mit dem Müll passiert, es verschmutzt die Luft, das Land, das Wasser und nicht zu vergessen, verändert das Klima. Die Verbrennung ist sehr schädlich. Vergessen Sie nicht die Gifte aus der Produktion. Durch das Verbrennen des Mülls werden die Gifte wieder freigesetzt. Schlimmer noch, es entstehen hochgiftige Verbindungen wie Dioxin, die giftigste künstlich erzeugte Substanz, die wir kennen. Müllverbrennungsanlagen sind die Hauptquelle dafür. Das heißt, wir könnten die Hauptquelle für die giftigste künstliche Substanz beseitigen, schlichtweg durch das Einstellen der Müllverbrennung, und zwar ab sofort. Doch einige Firmen wollen sich nicht mit Deponien und Verbrennungsanlagen abgeben und exportieren den Müll einfach. Und nützt Recycling was? Ja, das tut es. Recycling vermindert den Müll hier und vermindert den Druck auf den Abbau und die Gewinnung neuer Stoffe hier. Ja, wir sollten recyceln. Aber Recycling wird aus mehreren Gründen nie ausreichen. Erstens, der Hausmüll ist nur die Spitze des Eisberges. Auf jede Tonne mit Hausmüll, die wir an die Straße stellen, kommen 70 Tonnen Produktionsabfälle aus der Herstellung der Dinge, die wir am Ende eben wieder in die Tonne werfen. Selbst wenn wir also 100% unseres Hausmülls recyceln könnten, ließe sich damit das Problem nicht annähernd lösen. Ein großer Teil des Mülls lässt sich außerdem wegen seines hohen Schadstoffanteils oder aufgrund seiner Zusammensetzung nicht recyceln. Wie diese Getränkekartons, die aus miteinander verschweißtem Metall, Papier und Plastik bestehen. Nur voneinander getrennt ließen sie sich recyceln und das geht nicht. Dieses System steckt wirklich in der Krise. In jedem Abschnitt stoßen wir an Grenzen. Vom Klimawandel bis zur sinkenden Zufriedenheit. Es funktioniert einfach nicht. Aber so ein weitreichendes Problem bietet auch viele Lösungsansätze. Es gibt Menschen, die setzen sich hier für die Rettung der Wälder und hier für eine saubere Produktion ein. Andere setzen sich für Arbeiterrechte, fairen Handel, strategischen Konsum, gegen Deponien und Müllverbrennungsanlagen ein und sorgen dafür, dass die Regierung wirklich von den Menschen für die Menschen ist. Jede dieser Maßnahmen ist wichtig. Wirklich etwas erreichen können wir aber erst, wenn wir die Zusammenhänge, das große Ganze verstehen. Wenn alle Betroffenen zusammenarbeiten, können wir das lineare System in ein neues umwandeln, das keine Ausbeutung von Ressourcen und Menschen mehr zulässt. Dazu müssen wir uns von der alten Denkweise des Wegwerfens zugunsten einer neuen trennen, die auf Nachhaltigkeit und Fairness beruht. Grüne Chemie, kein Abfall, geschlossene Produktionskreisläufe, erneuerbare Energien, regionale Wirtschaftsmodelle. Ein Anfang ist gemacht. Einige halten das für unrealistisch und nicht machbar.
Aber unrealistisch sind in Wirklichkeit diejenigen, die den alten Weg weitergehen wollen. Das nennt man Träumerei. Denken Sie immer daran. Der alte Weg war kein Zufall oder so etwas wie Schwerkraft, mit der man sich abfinden muss. Er wurde von Menschen geschaffen. Wir sind auch Menschen. Also, lassen Sie uns etwas Neues schaffen.